Vielleicht suchst du noch eine Idee für einen Schulanfang, ein Geschenk zu verpacken. Und ich habe hier so eine Smarties-Rolle parat, die in so einen Stift kommt. Das ist ganz einfach mit Papier zu gestalten. Und wie das verpackt wird, zeige ich jetzt dir sehr gerne zeigen. Für das habe ich bereits 2 Papierstücke weggeschnitten. Und zwar das eine ist das hier, wo es Röhrchen gibt. Das ist 16 x 10,7, das ich jetzt noch falte. Und da habe ich hier noch so ein Papier, das ich mit dem Reisslineal bereits schon etwas gemacht habe. Das ist jetzt gerade noch gäbig, weil es hier oben so die Welle hat. Kann man die nämlich brauchen, wie der Stift schon angespitzt worden ist. Und das tue ich nämlich auch gerade falten. Und mit dem fange ich jetzt gerade als erstes an. Ich tue am besten so reinlegen und bei 1,7, wo der erste Falz gemacht wird, darf einfach nicht zu fest drücken, weil es sehr dünnes Papier ist. Und dann gehe ich immer mit 1,7 Schritt vorwärts, also dann wäre es 3,4, was der Falz noch einmal braucht. Dann bei 5,1, bei 6,8, bei 8,5 und dann bei 10,2. Das ist dann nachher das Ganze zum Zusammenkleben. Ihr seht es hier wahrscheinlich auf dieser Seite ein bisschen besser. Und das ist nämlich das neue Papier, das Eukalyptuspapier, das wir haben. Ganz wunderschön, wo man auf beiden Seiten in einem anderen Format brauchen kann, was einem gerade am besten gefallen tut. Und jetzt kommt eigentlich das Röhrchen, das noch gemacht werden muss. Da tue ich sicher mal, dass ich unten ab zutun bei 2 cm. Das Ganze drehen und dann noch einmal bei etwa 11 cm, je nachdem, oder 11,5, wie man hier will, den Spitz grösser oder kleiner haben, mache ich auch gerade so einen Falz. Und dann geht es hier jetzt auch wieder um die Länge und es ist auch wieder die gleiche Falzlinie und zwar immer 1,7 drauf, wie ich es vorher gemacht habe beim Designpapier. Da muss ich jetzt ein bisschen mehr drücken, damit es mir auch schön falten und es noch besser geht zum Zusammentun. Und jetzt hier am Schluss ist auch wieder die Lasche, die dann nachher gebraucht wird zum Zusammenkleben. Und für das ganze Zusammenkleben könnt ihr entweder mit dem ganz feinen doppelseitigen Klebband arbeiten oder halt mit einem Leim. Es geht ein bisschen einfacher mit dem, dass man das Ganze gerade schneller zusammentun kann. Und jetzt gehe ich hier mal hin und tue die Seitenlasche mal frei machen. Das ist das ganze Röhrchen, das so zugemacht wird. Und hier unten tue ich einfach auch schon mal einschneiden. Das ist dann nachher der Boden. Und jetzt ist einfach der obere Teil, der noch etwas schwieriger ist, und ich jetzt euch das vorzeigen. Für die noch nie so etwas gemacht haben, geht es am einfachsten. Ich habe es nämlich auch so gemacht. Ich gehe ja hier im Dreieck dran hin. Das heisst, hier schneide ich das Ganze dann ab. Das tue ich jetzt so leicht anzeichnen, weil hier mache ich einfach das hier, wo hier oben nur weggeschnitten wird. Ich zeige euch jetzt das gerade. Es gibt jetzt also hier das Dreieck. Und hier eigentlich nur das kleine Teil, das wegkommt. Schneide es aber gleich einfach ganz ab. Und nachher mache ich hier so den Falt. Das ist nachher für das Ganze oben der Spitz zum Zusammenleimen. Das ist eben ein bisschen die schwieriger Teil vom Ganzen. Aber wenn ihr es dann nachher fertig habt und hier das Klebe drauf tun könnt, geht das nämlich sehr schnell zum Zusammentun. Also im Prinzip könnt ihr eigentlich auch das Ganze gerade abschneiden und einfach oben so ein Dreieck weglassen. Und dann seht ihr etwa hier schon, wo die Mitte ist. Wenn ihr hier immer das Dreieck angeschnitten habt, geht euch nachher das sehr einfach zum Zusammenkleben. Ich tue jetzt das hier gerade noch fertig machen. Dann seht ihr dann nämlich, wie das hier aussieht. So. Und dann tut man am besten einfach alles schon hier so vorfalten. Vielleicht ist jetzt halt hier noch ein bisschen spitziger als das andere, aber ein Farbstift ist ja manchmal auch nicht gleichmäßig gespitzt und man darf ja auch noch sehen, dass es sauber gemacht ist.
Und jetzt tut man einfach am besten hier mal starten, um das Ganze zusammenzutun, also das Röhrchen selber. Das geht wirklich mit dem wahrscheinlich am einfachsten. Oder halt einfach einen Leim, den ihr sehr schnell habt, dass er kleben. Und dann würde ich gerade den Boden machen. Und damit das sehr gut geht, habe ich auch bei dieser Version gerade als erstes das Röhrchen nämlich schon drin getan. Dann habt ihr hier schon ein bisschen die Festigkeit, und ihr hier vorweg halt gleich mit Flüssigleim arbeiten, für die einen schnellen haben, der gut kleben. Oder eben mit dem doppelseitigen Klebband. Und wenn ihr das einmal habt, gibt das nämlich euch hier schon so einen kleinen Stand. Und dann könnt ihr nämlich jetzt hier oben anfangen, das Ganze mit dem doppelseitigen Klebband zutun. Ich würde einfach anfangen, hier ganz wenig mal drauf tun, dass ihr alle nur die schon habt. Und dann macht ihr einfach so den Spitz, bis das Ganze zu ist. So, das ist mal das erste, wo man hier so gerade drin kleben kann. Und dann habt ihr nämlich, wenn ihr das Ganze drumherum geht, das kleine Farbstift schon schnell parat. Ich habe jetzt hier bereits den Zeitraffer vorbereitet. Mit dem Spitz hier tue ich dann nämlich auch noch gerade etwas machen. Ich habe hier ein Washi-Tape, damit es auch so ein bisschen aussieht wie Farbstift selber. Und hier kommt jetzt eben das hier noch dran. Ich nehme jetzt, glaube ich, wirklich gerade das, was ich hier so von Anfang an schon gedacht habe. Am besten gerade noch ein bisschen so vorfalten, damit es besser nachher um das Ding selber geht, um die Verpackung. Da ist noch nicht ganz getrocknet. Und hier tue ich jetzt am besten auch gerade mit dem doppelseitigen Klebband arbeiten. Ich habe hier noch ein breiteres, da hat es nämlich schon ziemlich viel fest, wenn man hier drum geht. Und vielleicht gerade auf dieser Seite auch noch. Oder eben, ich mache es mit dem Flüssigleim. So, und jetzt ist nämlich hier oben schon, sieht es so aus, wie es angespitzt worden ist. Und da ist jetzt halt, durch das fest gedrückt habe beim Falzen, gibt es eben halt die Risse drin. Bei dem muss man einfach halt ein bisschen weniger Druck drauf geben. Das kann ich jetzt hier mit dem Leim noch ein bisschen verstecken. Und ist nämlich das Röhrchen hier auch schon parat. Und das wird ja eh gleich auseinandergenommen. Weil die Kinder wollen ja dann meistens wissen, was drinnen ist. Und ist ja das eh schnell fort. Und jetzt noch der Spitz. Einfach ein bisschen von dem Washi-Tape. Und so kann er auch tun. Ich kann das Ganze natürlich anmalen. Das ging natürlich am einfachsten. Ist auch eine Möglichkeit. Wenn das hier nicht so ganz haben oder ihr das nicht zur Hand habt, ist das natürlich auch eine Lösung. Vielleicht habe ich jetzt hier gerade noch einen Glitzerstift noch, um das Ganze zu zeigen, der etwa die Farbe hat, dass ihr seht, wie das aussieht. So, und einfach hier oben durch anmalen, wie es gespitzt worden ist. So ist nachher die Verpackung erstellt. Und man kann da noch etwas drauf drucken oder drauf stempeln oder auch irgendetwas noch drauf kleben, wenn man da zum Schulstart noch ein paar Worte will. Oder sonst noch ein Geschenk oder sonst noch irgendeine Geschenkskarte dazulegen. Ich habe hier bereits ein drittes Röllchen noch gemacht, das ich gar nicht gefalzt habe. Das Papier ist auch eine Möglichkeit, vor allem das Dünne, das jetzt gerne reissen, wenn man zu fest falzen. Und so hat man ganz eine einfache Verpackung für einen Schulanfang und kann noch drauf schreiben, eine bunte Schulzeit wünschen wir dir. Ich wünsche euch viel Freude, habt noch Sorge und auf Wiedersehen.